Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine richtig geniale Anleitung für euch. Ich habe das Ganze auf Instagram schon mal so ein bisschen geteasert. Und zwar habe ich diesen Iris-Shutter-Mechanismus gebastelt und da quasi meine eigene Variante dazu gebaut. Ich finde das einfach so ein toller Effekt, sowohl für Grußkarten als auch in Mini-Alben zum Beispiel. Und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie ihr das Ganze ganz einfach, es geht wirklich einfacher als gedacht, nachbasteln könnt. Ich habe sowohl eine PDF-Datei für euch, also das heißt, ihr könnt das ganz einfach mit Schere und mit Cuttermesser ausschneiden. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall tatsächlich auch gemacht. Also das ist komplett per Hand ausgeschnitten, aber ich habe natürlich für die Plotterbesitzer unter euch, habe ich auch die entsprechenden Plotterdateien. Dann geht das Ganze nochmal so ein bisschen schneller und einfacher. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst doch nicht zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon getan habt, beziehungsweise die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich über jedes Video benachrichtigt werdet, wenn ich eins hochlade. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Nachbasteln und mit dem Tutorial. Also ihr seht hier schon, wie der Mechanismus funktioniert. Es ist einfach eine Iris, die sich öffnet und schließt, indem man hier oben an diesem kleinen Tab zieht. Das hier, das ist jetzt mein Prototyp. Ich habe das Ganze noch mal so ein bisschen überarbeitet und verbessert. Ihr bekommt auch zwei Dateien oder beziehungsweise in der PDF-Datei sind es dann zwei Seiten. Das ist einmal der Mechanismus selbst und dann auch noch das Add-on. Wir werden uns jetzt aber erstmal in der ersten Hälfte vom Video nur um den Iris-Mechanismus selbst kümmern. Da zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ihr das Ganze zusammenbauen könnt. Wie gesagt, es ist wirklich wesentlich leichter und einfacher, als man denkt. Also ihr nehmt euch jetzt einfach die PDF-Datei, wenn ihr keinen Plotter besitzt, und druckt das Ganze einmal auf Cardstock aus. Also wirklich Cardstock an der Stelle, kein dünnes Druckerpapier, weil das ist zu dünn und dann würde euch der Mechanismus viel zu schnell reißen. Und das Ganze schneidet ihr dann einfach mit Schere und mit Cuttermesser sorgfältig aus. Und die Plotterbesitzer unter euch, ja, ihr wisst ja, wie das funktioniert. Einfach die Plotterdatei reinhauen und einmal das Ganze ausplotten. Passt auch auf ein DIN A4-Blatt. Und dann solltet ihr diese Teile hier rausbekommen. Wir haben einmal 5 von diesen C-Würstchen. Wir haben ein Teil mit diesen rechteckigen Löchern, eins mit runden Löchern und dem Tab hier dran und 2 solche ganz normale Kreise. Das sind dann unsere Abdeckungen. Man könnte auch nur einen Kreis benutzen. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 in die Datei eingebracht. Das ist dann einfach ein bisschen ordentlicher. Jetzt möchte ich aber direkt aus dem Mechanismus eine Karte basteln bzw. einen Donut gestalten. Und deswegen werde ich jetzt einfach direkt mal ein paar Elemente hier austauschen. Und zwar werde ich diese weißen Würstchen einfach durch braune austauschen. Also das ist einfach nur dasselbe, nur halt mit braunem Cardstock ausgeschnitten. Und ich werde einen Kreis hiervon durch einen beigen Kreis ersetzen. Also wie gesagt, das sind einfach nur kosmetische Änderungen. Der Mechanismus bleibt natürlich ansonsten derselbe. So, und wir fangen jetzt erstmal mit den Würstchen hier an. Und zwar seht ihr schon, dass es da solche Einkerbungen gibt. Das Ganze funktioniert dann wie ein Brett im Endeffekt. Und was ihr jetzt einfach machen müsst, wenn ihr das Ganze jetzt in C-Form haltet, dann biegt ihr die oberen Bread-Flügelchen, biegt ihr nach oben und die unteren Flügelchen, die biegt ihr nach unten, sodass das dann, wie gesagt, einmal nach oben und einmal nach unten hin absteht. Und das macht ihr jetzt hier einfach mit allen Würstchen einmal durch. Achtet darauf, wenn ihr mit dem Cuttermesser arbeitet, an der Stelle wirklich sorgfältig und ordentlich zu schneiden und natürlich diesen Steg hier in der Mitte nicht durchzutrennen. So, und dann brauchen wir jetzt das Element, wo diese Stege abstehen, beziehungsweise wo diese rechteckigen Löcher reingestanzt sind. Ihr seht, in der PDF-Datei, beziehungsweise in der Plotterdatei, sind diese Löcher leicht abgerundet, beziehungsweise hier diese Stege. Das hat aber an sich keinerlei Funktion. Also wenn ihr jetzt mit Schere und mit Cuttermesser arbeitet, schneidet das einfach, ja,
in Kanten, also mit Ecken ab. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst da keine Rundungen mit reinschneiden. Ist viel zu kompliziert mit Schere und Cuttermesser. Wie gesagt, hat keinerlei Funktion oder so. Ich fand es einfach nur für die Plottedatei. Es war ein bisschen schöner, sagen wir es einfach mal so, rein optisch. So, und jetzt fangen wir auf jeden Fall an, diese Brads hier durch diese rechteckigen Löcher durchzufädeln und machen das Ganze jetzt einfach einmal rundherum. Spielt in dem Fall keine Rolle, an welcher Stelle ihr jetzt hier anfangt. Beim letzten Teil ist das manchmal so ein bisschen friemelig, aber mit ein bisschen Geduld und Liebe geht das schon. Und dann legt ihr das Ganze schon mal möglichst mittig, möglichst ordentlich hier so im Kreis. Und dann brauchen wir jetzt das Stanzteil mit den runden Löchern. Und da müssen wir jetzt das Loch, was direkt über oder beziehungsweise unter dem Tab hier liegt, das muss jetzt hier reingefädelt werden, wo der erste Abschnitt ist, wo kein Steg mehr rausguckt. Also so dass, wenn ihr das jetzt so hinlegt, dass der letzte Steg nach oben guckt, dann habt ihr hier oben rechts diese freie Fläche und da, wo der Brad hier liegt, oder beziehungsweise ja diese Stege, die hier rausgucken, da muss dieses Loch beim Tab eingefädelt werden. Und auch das fädelt ihr jetzt hier einfach im Kreis möglichst ordentlich und mit ein bisschen Ruhe hier ein. Wenn ihr das dann soweit habt, schaut, dass alles möglichst ordentlich an Ort und Stelle liegt, möglichst flach. Dann könnt ihr nochmal auf der Rückseite kontrollieren, ob da nicht ein Brad rausgerutscht ist, weil das passiert auch ganz gerne mal. Dann fummelt das hier nochmal an der Stelle dann nochmal rein, sodass wirklich die Brads das Ganze auf die Art fixieren. Und dann können wir jetzt einfach mal schon mal probehalber testen, ob unser Shuttermechanismus funktioniert. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil das Ganze ist im Moment noch sehr wackelig. Aber das reparieren oder das fixen wir gleich noch. Auf jeden Fall, ihr seht schon, es funktioniert. Wenn ihr jetzt an der Stelle einen Fehler gemacht habt, weil ihr zum Beispiel die Brads falsch rum nach oben und nach unten gebogen habt, ist an sich überhaupt kein Ding. Aber dann kann es halt passieren, dass euer Mechanismus andersrum funktioniert. Das heißt, dass ihr das dann an der Stelle nicht runterziehen könnt, sondern dass sich euer Mechanismus nach oben hin, also quasi verkehrt herum, auf öffnen und schließen lasst. Dann müsst ihr jetzt an der Stelle, also keine Panik schieben auf jeden Fall, weil es absolut kein Problem. Wir haben ja noch nichts geklebt und so, kann man alles noch reparieren. Ihr müsst dann an der Stelle die Brads hier nochmal von dem Oberteil trennen und dann müsst ihr nämlich diesen Tab hier unten anlegen und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. So, und dann versuchen wir das Ganze jetzt, wie gesagt, ein bisschen stabiler zu machen, weil im Moment wackelt das Ganze ja noch ziemlich rum. Und dafür sind diese Stege da. Und dafür braucht ihr jetzt eine dieser kreisrunden Abdeckungen. Die legen wir jetzt nämlich vorsichtig hier drauf. Möglichst so, dass das in der Mitte, also wenn ihr das Ganze geöffnet habt, den Mechanismus, dass das mittig ist. Jetzt nehmt ihr euch Kleber. Ich würde euch jetzt an der Stelle empfehlen, nehmt doppelseitiges Klebeband, weil dann könnt ihr das nämlich nochmal abmachen, falls ihr es aus Versehen zu fest gemacht habt an der Stelle. Und da gebt ihr jetzt einfach Kleber auf diese äußeren Stege und diese Stege, die knicken wir dann um und kleben hiermit dann das Element hier dran fest. Achtet nur darauf, dass ihr das Ganze nicht zu fest klebt. Also das ist wirklich wichtig. Ihr solltet es auch nicht unbedingt zu locker machen, aber macht es auch auf keinen Fall zu fest an der Stelle. So, und wenn ihr das Ganze jetzt einmal zusammengeklebt habt, es ist übrigens vollkommen normal, dass das hier so ein bisschen ja baumelig aussieht. Ihr seht, ich habe das auch noch nicht so feste angedrückt, weil manchmal passiert es nämlich, dass man es doch zu feste gemacht hat und dann kann man das an der Stelle dann nochmal korrigieren. Ansonsten könnt ihr das jetzt hier schon mal ausprobieren, ob euer Mechanismus sich angenehm öffnen und schließen lässt. Ihr müsst das Ganze jetzt natürlich am Rand festhalten, weil wenn ihr das hier festhaltet, dann blockiert ihr natürlich den Mechanismus. Aber wie gesagt, funktioniert ganz gut. Dann drücke ich jetzt hier das Ganze nochmal ein bisschen fester an, dass das auch wirklich damit verbunden ist. So sieht das jetzt von der anderen Seite aus.
Und das hier, das wird jetzt meine Vorderseite. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch andersrum gestalten. Ich mag es halt, wenn der Verschluss, also wenn die Iris geschlossen ist, wenn der Verschluss oben ist und man zieht es nach unten. Aber wie gesagt, andersrum könnte man das natürlich auch benutzen, ist einfach eine Designentscheidung. Und auf der anderen Seite kleben wir jetzt auch nochmal ein Cover fest. Die Rückseite sieht ja an sich jetzt auch nicht so schön aus mit diesen Kleberändern, aber da es ja bei mir die Rückseite ist, macht das in dem Fall nichts. Die Vorderseite, die möchte ich jetzt allerdings gestalten und deswegen nehme ich jetzt hier meinen farbigen Cardstock. Ihr könntet an der Stelle jetzt übrigens auch andere Die-Cuts benutzen. Also hier habe ich zum Beispiel mir hier diesen Kreis mit diesen welligen Kreis ausgestanzt und dann mir eine passende Kreisstanze gesucht und dann das Ganze so als Cover benutzt, beziehungsweise dann noch den Stern oben drüber. Funktioniert auf die Art, wie gesagt, auch. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt darauf achten, wenn ihr das Ganze festklebt. Wir haben hier ja einen beweglichen Mechanismus. Also ihr seht, wie diese Brads nach oben und nach unten und so ein bisschen ja so hin und her wackeln, wie sie halt arbeiten. Und das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall zukleben. Deswegen ist es hier wirklich ganz wichtig, nur an den richtigen Stellen den Kleber aufzubringen. Und zwar, ich hoffe, man kann es erkennen, in der Mitte einfach zentriert zwischen diesen einzelnen Brads. Und ihr könntet, wenn ihr möchtet, aber ich finde das eigentlich nicht unbedingt nötig, ihr könntet auch noch so ein bisschen V-förmig hier Kleber anbringen und das Ganze so ein bisschen an den Rändern mehr anbringen. Also ihr seht es ja, wenn ihr den Mechanismus hier bewegt, seht ihr ja, wo sich die Brads bewegen und überall dort, wo sie sich nicht bewegen, da dürft ihr Kleber anbringen. Aber wie gesagt, ich bin da eher so ein bisschen vorsichtig mit dem Kleber an der Stelle, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass sich mein Mechanismus dann zu schnell verhakt. Und das Ganze sollte natürlich auch nicht zu eng und zu fest sitzen. Ihr könntet jetzt, wenn ihr möchtet, an der Stelle auch mit 3D-Klebpads arbeiten. Dann habt ihr noch mal so ein bisschen Abstand. Ich finde, das ist eigentlich nicht nötig. Also wenn man da das Ganze flach aufklebt, funktioniert das eigentlich auch. Aber falls ihr feststellt, dass euer Mechanismus da ein bisschen zu hakelig ist, dann probiert es doch vielleicht einfach mal, wie gesagt, mit 3D-Klebepads an der Stelle. Und dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal unseren Mechanismus. Ich finde es schon mal ultra cool, muss ich sagen. Ihr könnt das jetzt als Basis benutzen, um damit eure Karten zu gestalten. Ich denke, dass das ziemlich selbsterklärend ist, wie aus diesem Mechanismus dann diese Karte geworden ist. Ich habe ja aber schon gesagt, ich habe auch noch ein Add-on zu diesem Iris-Mechanismus für euch dazu gebastelt. Und bei dem Add-on gibt es dabei 2 verschiedene Ansätze. Ein Ansatz davon ist diese Kartenfront. Die werden wir jetzt heute nicht benutzen, aber ich denke, es ist relativ selbsterklärend. Und zwar habt ihr hier ein Rechteck im DIN A6 Maß. Das heißt, wenn ihr eine DIN A6 Karte bastelt, könntet ihr das Ganze hier einfach drüber kleben. Ihr müsst dann hier natürlich den Tab verlängern, weil ihr kommt ja dann, wenn ihr das drüber klebt, kommt ihr nicht mehr an diesen Mechanismus ran. Deswegen einfach diesen Tab dann noch mit ausschneiden, den klebt ihr drüber und dann passt der nämlich genau hier hinein und dann könnt ihr nämlich hier auch euren Mechanismus dann ziehen und dann könnt ihr nämlich die komplette Kartenfront auch kreativ gestalten, dann ist der Mechanismus ein bisschen versteckter. Denkt dann nur dran, wenn ihr das Ganze festklebt, dass ihr dann hier an der oberen und unteren Seite dass ihr da 3D-Klebeband benutzt, weil das Ganze muss natürlich auch ein bisschen im Abstand oder sollte vielleicht auch ein bisschen im Abstand aufgeklebt werden. Ansonsten sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Und denkt auf jeden Fall auch dran, dass ihr hier, wo der Mechanismus, wo man daran zieht, dass ihr hier an der Stelle kein Klebeband anbringt, weil ansonsten könnt ihr natürlich euren Mechanismus nicht mehr bewegen. Auf jeden Fall ist das jetzt Teil 1 vom Add-on. Wir interessieren uns jetzt aber in erster Linie in dem Video für Teil 2. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach, das bietet sich bei der Form doch absolut an, bauen wir uns doch einfach einen kleinen Donut zusammen. Und deswegen habe ich noch so ein paar kleinere Die-Cuts dazugefügt. Einmal hier diesen welligen Kreis und, das habe ich auch schon mal mir ausgestanzt, so ein paar kleinere Herzen und Konfetti, wie nennt man das, diese Streusel, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall will ich mir daraus jetzt einen kleinen Donut zusammenbauen.
Ja, und das setze ich jetzt einfach mal zusammen, würde ich sagen. In the wake of dawn, I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, sky lines and clouds are below us now, sky dive back down, oh, take my hand, don't let go, skyward bound. Skyward bound. Ja, ihr Lieben, und so sieht jetzt also mein fertiges Ergebnis aus. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen beim Demonstrieren, weil meine Nuvo Drops, die sind noch nicht getrocknet. Die habe ich natürlich jetzt gerade erst frisch aufgebracht. Aber so sieht auf jeden Fall meine Karte aus. Ich finde diesen Mechanismus einfach mega. Es macht so viel Spaß, damit rumzuspielen. Und ich finde, es ist ein toller Effekt. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze auch mal aus. Ansonsten, wenn ihr noch nach einer Alternative sucht, wenn ihr jetzt keinen Plotter habt, kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und dieses Iris jetzt etwas Neues ist für euch, schaut euch mal von Lawnfawn die Magic Iris Stanze an. Also wenn ihr die Big Shot habt, dann könnt ihr auch von Lawnfawn zum Beispiel eine Stanze kaufen, fertig. Dann müsst ihr das Ganze auch nicht mehr von Hand ausschneiden. Die Lawnfawn-Stanze funktioniert ein bisschen anders als meine Variante, wäre aber vielleicht ja für den einen oder anderen unter euch eine Alternative, damit es ein bisschen schneller geht. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr für Karten daraus werkelt. Taggt mich doch auch sehr gerne bei Instagram. Ja, ihr Lieben, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, ihr versucht das Ganze mal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!